In diesem Video schauen wir uns an, wie im Französischunterricht in der Sekundarstufe 1 beim Thema Vergleiche ausdrücken Mehrsprachigkeit einbezogen werden kann. Der Unterrichtsvorschlag, den wir uns in diesem Video anschauen, stammt von Brettauer, Kaleta und Triulzi. Er ist Teil einer Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer zu mehrsprachigen Unterrichtselementen und für den Französischunterricht in der Sekundarstufe 1 konzipiert. Er beschäftigt sich mit dem Thema Vergleiche ausdrücken. Selbstverständlich kann er auch in anderen Sprachfächern und auch mit anderen sprachlichen Handlungen durchgeführt werden. Fachliche Zielsetzungen der Unterrichtsstunde sind, dass die SchülerInnen die sprachlichen Mittel, um im Französischen Vergleiche auszudrücken, analysieren, erläutern und ihre Verwendung einüben. Außerdem üben die Lernenden damit generell das Analysieren und Erläutern sprachlicher Strukturen. Der Unterrichtsvorschlag besteht aus 3 Aufgaben. Die erste Aufgabe bearbeiten die SchülerInnen anhand eines Arbeitsblattes, das hier zu sehen ist. Als Situierung lesen wir dort, dass 3 Jungen darüber streiten, wer von ihnen am größten ist. Sie messen ihre Körpergröße und vergleichen sie anschließend. Dieses Vergleichen können wir in den französischen Sätzen in der ersten Spalte lesen. Die Lernenden bekommen die Aufgabe, in den Sätzen in dieser ersten Spalte farbig zu markieren, wie im Französischen Vergleiche ausgedrückt werden. Dann werden sie zu einem Vergleich mit anderen Sprachen aufgefordert. Sie sollen überlegen, ob Vergleiche in anderen Sprachen genauso wie im Französischen oder anders formuliert werden. Hierfür nutzen sie zum einen die Spalten 2 und 3 auf dem Arbeitsblatt. Darin sind die deutschen und englischen Übersetzungen der französischen Sätze zu finden. Zum anderen können sie auch die 4. Spalte nutzen, indem sie dort Übersetzungen in weiteren Sprachen, die sie kennen, aufschreiben. Die SchülerInnen können so selbst entdecken, wie Vergleiche im Französischen ausgedrückt werden. Durch die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden mit anderen Sprachen wird an die Vorkenntnisse der Lernenden angeknüpft und ihr Sprachbewusstsein gefördert. Hier sehen wir als Beispiel die Bearbeitung einer Lernerin. Sie hat in den ersten 3 Spalten mit den Sätzen auf Französisch, Deutsch und Englisch die Wörter farbig markiert, mit denen die Vergleiche ausgedrückt werden. Und in der 4. Spalte hat sie die Sätze zusätzlich ins Kroatische und Spanische übersetzt. Diese beiden Sprachen hat sie in ihrer Familie gelernt. Nachdem sich die SchülerInnen in Einzel- oder Partnerarbeit mit dem Arbeitsblatt beschäftigt haben, können die Beobachtungen im Plenum zusammengetragen und besprochen werden. Je mehr verschiedene Sprachen hierbei aus der Klasse zusammenkommen, desto stärker wird den Lernenden bewusst, wie unterschiedlich die sprachlichen Mittel sein können, mit denen Vergleiche in verschiedenen Sprachen realisiert werden. Die Lehrkraft hat außerdem die Möglichkeit, in einer der nächsten Stunden einen Exkurs zu Sprachfamilien und Sprachtypen anzuschließen. Mit Aufgabe 2 der Stunde soll das Gelernte gefestigt werden. Sie besteht darin, dass die SchülerInnen eine Erläuterung zum Gelernten formulieren sollen. Das kann mündlich oder schriftlich geschehen. Sie sollen sich vorstellen, dass sie den MitschülerInnen, die heute im Unterricht gefehlt haben, erklären, wie im Französischen Vergleiche ausgedrückt werden. Für ihre Erklärung können sie eine Sprache ihrer Wahl verwenden. Als Orientierung erhalten sie den Hinweis, dass ihre Erklärung gut ist, wenn die Struktur und die Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit anderen Sprachen so genau erklärt sind, dass die MitschülerInnen danach in der Lage sind, selbst Vergleiche im Französischen auszudrücken. Wenn ausreichend Zeit zur Verfügung steht und die Lehrkraft digitale Medien einbeziehen möchte, kann sie die Ergebnisse von den SchülerInnen zum Beispiel als Erklärvideos aufnehmen lassen. Den Abschluss bildet eine 3. Aufgabe, bei der die SchülerInnen die Anwendung der gelernten Strukturen üben. Sie bekommen dafür die Aufgabe, mehrere Sätze im Französischen zu formulieren, in denen jeweils 2 Gegenstände oder Personen hinsichtlich eines Merkmals miteinander verglichen werden. Diese können entweder frei gewählt werden oder die Lehrperson gibt Gegenstände und Personen mit Merkmalen für den Vergleich vor. Vielen Dank fürs Anschauen unseres Videos und viel Freude mit den weiteren Videos auf unserem Kanal.